Jetzt gönne ich mal eine kleine Pause. Und zwar gehe ich zum Italiener hier gleich 5 Minuten entfernt und gönne mir mal was. Hey, Orlando. Hey, ciao. Na? Grüß dich, na? Oh, das sieht ja wieder lecker aus. Das duftet ja. Klasse, was machst du denn da heute Leckeres? Ravioli Ja? mit der Fischtrüffel. Also eine Kräutercremesoße. Und dann habe ich eine Das riesen Oktopus gekauft. Krass, ja. Und ja, also ich brate eine Beine und ein bisschen Salat, ein bisschen Kartoffelpüree und karamellisierte Zwiebeln. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Dann nehme ich auf jeden Fall Oktopus und auch die Ravioli. Gerne, Ja, gerne. danke. Okay, gerne. Orlando, wer ist das alles? Das ist Terence Hill. Ich habe mit ihm gearbeitet in Rom in einer Serie und dann habe ich auch gekocht für ihn. Das ist Katharina Schüttner, 2016, ich glaube, beste deutsche Schauspielerin. Und da Max Rabe. Und hier ist Anneliese Jenecke, das ist ein Kommissar, also ein großer Schauspieler. Und ja, und dann haben wir da unten eine Legende, Torwart, habe ich in Rom getroffen und gekocht, Dino Zoff. Ah, vielen Dank. Gerne. Ja, das ist ja nicht einfach nur mein Lieblingsitaliener, weil Orlando hier arbeitet, sondern Orlando hat hier etwas geschaffen. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach eine klassische Pizzeria. Also ihr bekommt hier keine Pizza und ihr bekommt hier keine Spaghetti Bolognese, sondern Orlando war 30 Jahre Fischer in Kalabrien und hat dort viel gelernt, was Fisch und sowas halt auch angeht und natürlich auch das Kochen. Und er weiß natürlich auch, wenn er in den Großmarkt geht, in den Großhandel und er sieht dort auch die Fische, dass es auch wirklich frisch ist und dass es eine gute Qualität hat. Und das macht es natürlich hier so besonders. So, Wow. bitteschön. Das sieht wieder Ravioli lecker aus. mit Trüffel und unser Oktopus. Wow. Sieht sehr lecker aus. Danke, ja? Buon appetito. Danke. Gerne. Sehr, sehr lecker. Orlando, was ist eigentlich dein Geheimnis mit der Zubereitung? Wie machst du denn das immer? Das schmeckt wirklich so klasse. Was kann ich sagen? Habe ich in meinem Leben immer gefragt und gefragt. Ich erinnere mich, mein erstes Job als Tellerwäscher, no? Habe ich immer, meine Augen, die waren immer zum den Koch. Und dann habe ich immer Stress, bitte, bitte, sag das, sag das. Und jedes Gericht habe ich immer eine Frage. Und dann habe ich immer versucht, dass ich meine ist. Ja, auch die gute Qualität. Also Fische muss frisch sein, weil das ist auch ein kleines Restaurant. Und ich gehe immer persönlich, immer jeden Tag auf den Markt. Ich entscheide, welche Fische, diese. Dann habe ich auch einen Profikoch hier gehabt. Ich habe von ihm viel gelernt. Und klar, als Jung, als Kalabrien, wo wir viel Herz haben, ich möchte gerne, dass auch die Leute hier in Berlin, die deutschen Leute, die spüren das und die lieben unser Charakter und unser Herz. Ich habe ein Motto in meinem Leben: Herz ist der Schlüssel zur Welt. Wenn ihr uns mal im Enster besuchen kommt,
dann kommt ihr auch mal hierher. Das ist wirklich nur 5 Minuten von uns entfernt und lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr auch euren Ameisen was Gutes tun wollt, dann empfehle ich euch unser Cricket Jam. Unser Cricket Jam nutzen wir auch für unsere Tiere. Ja, wir wollen ja unseren Tieren was Gutes tun. Und das ist letztendlich aus Grillen gemacht, also ein Grillenmus, so leberwurstartige Masse. Unsere Ameisen lieben es. Bei lebenden Futtertieren ist natürlich der Nachteil, dass die einmal sich natürlich wehren können und dementsprechend können ja auch Arbeiterinnen von den Ameisen vielleicht Schaden nehmen und dann haben die ja auch so einen dicken Chitinpanzer, die Grillen, wo die Ameisen schwer durchkommen. Und leider ist es so, dass diese lebenden Futtertiere häufig, wenn man diese im Zoofachgeschäft und so kauft, Milben, so Parasiten haben. Diese Milben, die sitzen halt wirklich so wie Schildläuse dann eventuell bei den Ameisen drauf oder saugen die Brut aus. Das ist natürlich immer die Gefahr da dran. Da könnt ihr hier bei uns wirklich sicher sein, dass ihr euch mit diesem Futter hier nicht diesem Risiko aussetzt, dass Parasiten jetzt in eure Ameisenanlage so reinkommen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Tiere das wunderbar verwerten können. So, hier ist jetzt nicht dieser dicke Chitinpanzer, der die Tiere irgendwie jetzt beim Fressen hindert. Ähnlich auch hier unsere blanchierten Grillen. Habt ihr die gleichen Vorteile, aber es sind halt ein bisschen größere Stücke. Das geschlossene Glas ist viele Monate haltbar. Wenn ihr das aber öffnet, dann leider nur wenige Tage. Also genauso wie wenn ihr eine Leberwurstpackung aufmacht. Ja, und damit ihr bei euren Kleinkolonien nichts wegschmeißen müsst, ist unsere Empfehlung, so aus Alufolie so kleine Streifen zu schneiden, dann mit einer Messerspitze so kleine Portionen so portionieren, dann das Ganze wie so ein Bonbon eindrehen, in den Tiefkühler packen. Ja, und dann könnt ihr natürlich eure Kolonie über Wochen so versorgen. Futternäpfe, da haben wir auch eine riesige Auswahl. Ja, und hier ein paar Beispiele, das sind so spülmaschinenfeste Futternäpfe, die ihr wunderbar auch leicht reinigen könnt. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr hier, wenn ihr mehrere Futternäpfe habt, auch mal auch ganz schnell das Futter austauschen könnt in der Ameisenanlage und sorgt natürlich dann auch für ausreichend Hygiene. Ja, und wenn ihr zum Beispiel eine Koloniengründung habt, ja, so ein Futternapf kriegt ihr natürlich nicht in so ein Neströhrchen rein, da haben wir natürlich jetzt auch eine Lösung. Und zwar haben wir solche extra Futternäpfe für solche Neströhrchen. Ihr könnt das Ganze, also wenn ihr zum Beispiel so einen glatten Stopfen habt, dann auf diesen Stopfen kleben oder wenn ihr hier diese luftdurchlässigen Stopfen habt, wunderbar, könnt ihr das dann einpieksen. Das ist ein kleiner Pieker, dann wird der Futternapf dort befestigt und dann braucht ihr einfach nur den Stopfen austauschen, ja, und die Tiere sind dementsprechend dann hier in dem Röhrchen wunderbar versorgt und ihr schmattert dann auch nicht das Röhrchen voll, also müsst es dann nicht ständig sauber machen. Es ist schnell, leicht zu handeln, es ist weniger Stress für die Tiere, also hat auf jeden Fall viele Vorteile. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Appetit gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen.